Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Kollisionsprüfung der Bewährung. Diese Frage, ob Sophistic oder Revit eine Kollisionsprüfung für die Bewährung anbieten, kommt sehr regelmäßig. Die kurze Antwort ist nein. Allerdings gibt es für diese Thematik Autodesk Navisworks, genauer gesagt Navisworks Manage. Viele von Ihnen haben ohnehin die AEC Collection und dort ist auch Navisworks Manage enthalten. Falls Sie das Produkt nicht haben, können Sie es aber natürlich bei mir erwerben. Schauen wir uns an, wie das geht. Vorneweg, ich bin kein Experte auf dem Gebiet von Navisworks und vielleicht gibt es auch andere Wege, die ans Ziel führen. Da bin ich für hilfreiche Hinweise jederzeit dankbar. Ausgangspunkt ist natürlich ein bewährtes Revit-Projekt wie dieses. Nach meiner Recherche kommen wir mit der puren Revit-Datei nicht weiter, weil Navisworks dann nicht die Bewährung anzeigt. Dann könnten wir also nur Objekte wie Wände, Lüftungskanäle, Heizungsrohre und so weiter auf Kollisionen prüfen. Damit wir an die Bewährung rankommen, gehen wir über IFC. Wenn ich eine Bewährung selektiere, sehen wir im Eigenschaftenfenster die hinterlegten IFC-Parameter. Ich habe hier nichts hinzugefügt oder verändert. Jetzt sagen wir Datei, exportieren IFC und erhalten dieses Dialogfenster. Hier habe ich mich für den IFC 4 Reference View Tragwerk entschieden und sage exportieren. Jetzt gehen wir ins Navisworks und öffnen die gerade erzeugte IFC-Datei. Hier sehen wir jetzt schon ein paar Anschlusseisen, um nun zum Beispiel die Bewährung in der Decke zu sehen. Klicke ich die Decke an und sage hier oben verdecken. Jetzt wird die Bewährung sichtbar. Das ist eine Möglichkeit, um die Bewährung sichtbar zu schalten. Möchte ich schnell die komplette Bewährung sehen, kann ich über Auswahlstruktur gehen. Hier kommen wir über Layer, Name an die einzelnen Komponenten wie Decken, Wände, Balken, Stützen, Fundamente und eben auch die Bewährung. Ich wähle die Bewährung aus, klicke die rechte Maustaste und sage ungewählte Verdecken. Und schon habe ich die komplette Bewährung herausgefiltert. Bei einem großen Projekt kann das allerdings schnell unübersichtlich werden. Über alle Einblenden ist wieder alles sichtbar und hier übrigens mit der Taste Bild nach oben erhalten wir einen Gesamtzoom. Ich denke, es ist zielführender, sich nach und nach einzelne Bereiche anzusehen. Zum Beispiel wollen wir uns hier diese mittlere Achse anschauen. Dann schauen wir von links darauf und sagen hier oben auswählen, Auswahlbereich. Nun können wir ein Fenster aufziehen und alle Objekte, die im Fenster liegen, werden selektiert. Hierbei spielt es keine Rolle, ob ich das Fenster von links oder von rechts aufziehe. Möchte ich alles selektieren, was vom Fenster geschnitten wird, dann muss ich während des Fensterziehens die Shift-Taste gedrückt halten. Also so. Und kann dann wieder verdecken sagen. Da jetzt auch die Bewährung mit im Fenster lag, wird sie
natürlich mit ausgeblendet. Das mache ich jetzt hier noch einmal. Also mit Shift-Taste gedrückt das Fenster aufziehen und verdecken drücken. Die restlichen Betonbauteile wähle ich über Auswählen und mit gedrückter Steuerungstaste diesmal aus. Sage verdecken. Ja, und die Fundamente, die möchte ich hier auch nicht sehen. Also auswählen und verdecken. Und hier machen wir das auch mal vielleicht so. Damit haben wir die Struktur, die wir auf Kollisionen prüfen wollen, schnell freigelegt. Jetzt rufen wir den Clash Detective auf. Als erstes müssen wir einen sogenannten Test hinzufügen. Dem geben wir einen Namen, zum Beispiel Bewährung Achse C Erdgeschoss. Jetzt müssen wir mitteilen, was wir gegeneinander auf Kollision testen wollen. Bei uns ist das natürlich beides mal die gleiche Datei. Man könnte hier aber auch andere Dateien gegeneinander oder verschiedene Objekte oder Gewerke gegeneinander prüfen lassen. Also denken Sie an Heizung, Lüftung, an Sanitär oder auch detaillierter, zum Beispiel Heizung, Vorlauf gegen Rücklauf, Sanitär, Kaltwasser, Warmwasser, Abwasser und so weiter. Das interessiert uns hier jetzt aber nicht weiter. Hier mit diesen Symbolen können wir festlegen, wie getestet werden soll. Ich habe hier Oberflächen eingeschaltet und Linien. Damit sind Mittellinien von Rohren oder eben von Bewehrung gemeint. Dann können wir hier den Kollisionstyp festlegen. Hart bedeutet, dass sich zwei Objekte überschneiden. Hart konservativ, ja, bedeutet laut Autodesk-Dokumentation, zwei Objekte werden so behandelt, als ob sie sich überschneiden, obwohl sich die Geometrie Dreiecke nicht überschneiden. Ja, was das bedeutet, kann Ihnen wohl eher ein Navisworks-Experte erklären. Ich nutze das hier natürlich nicht. Die anderen beiden Typen sind wiederum gut verständlich. Freiraum bedeutet, zwei Objekte werden so behandelt, als ob sie sich schneiden, wenn der Abstand zwischen ihnen einen festgelegten Wert unterschreitet. Bei Auswahl dieses Konflikttyps werden auch harte Konflikte erkannt. Dieser Konflikttyp eignet sich zum Beispiel für Rohre, um die herum Platz für Isolierungen sein muss. Und schließlich gibt es noch Duplikate. Das bedeutet, zwei Objekte überschneiden sich, wenn ihre Typen und Positionen identisch sind. Ich stelle den Typ auf hart. Dann haben wir noch die Toleranz. Der Wert steuert die Schwere der ausgegebenen Konflikte und ermöglicht das Herausfiltern von vernachlässigbaren Konflikten, die wahrscheinlich auf der Baustelle behoben werden können. Das lasse ich auf 1 mm eingestellt und starte den Test. Ja, sofort werden uns in diesem Fall 5 Konflikte angezeigt. Wenn ich einen Konflikt auswähle und auf Ansicht klicke, dann zoomt er zu dem Konflikt hin und wir können genau sehen, dass hier offenbar die oberen Eisen mit den Bügeln kollidieren. Ich gehe auf den zweiten Konflikt und dann wieder auf Ansicht. Das scheint der gleiche Bereich, aber vielleicht eine andere Bügelverlegung zu sein. Schauen wir den dritten
Konflikt an. Ja, hier touchiert offenbar ein Stützenlängseisen einen Bügel. Das ist so minimal, dass ich jetzt hier entscheiden könnte, das ist okay, das genehmige ich. Das wird auf der Baustelle kein Problem darstellen. Schauen wir den vierten Konflikt. Ja, das ist wieder, ja, hier haben wir tatsächlich eine richtige Kollision. Dann den fünften Konflikt hinzoomen. Ja, scheint eher wieder nur ein Touchieren zu sein. Da sage ich auch mal direkt wieder, das ist in Ordnung. Gehen wir nochmal zum ersten und zweiten Konflikt. Hier liegen ja die Längseisen zu hoch. Das will ich jetzt im Revit verbessern. Also gehen wir zu Revit in den zugehörigen Schnitt. Dann sieht man hier auch, dass die Eisen zu hoch liegen. Also wähle ich sie aus und schiebe sie etwas nach unten. Jetzt sage ich Datei speichern, dann wieder Datei exportieren, IFC exportieren, ja, vorhandene Datei ersetzen. Und jetzt gehen wir zurück ins Navisworks. Hier ganz oben können wir nun das Projektmodell aktualisieren lassen. Ich klicke darauf. Das Modell wird jetzt aktualisiert. Er hat also die neue IFC-Datei eingelesen und jetzt sage ich hier erneut testen. Ja, und siehe da, die beiden Konflikte werden als gelöst erkannt. Der Konflikt 3 und 5 steht weiterhin auf genehmigt und der Konflikt 4, ja, das war ja dieser hier, der ist noch aktiv. Hier oben ja, wird das auch nochmal übersichtlich dargestellt. Es gibt also 5 Konflikte, einer ist noch aktiv, 2 sind genehmigt und 2 sind gelöst. Navisworks bietet Ihnen jetzt natürlich noch viele weitere Möglichkeiten. Sie könnten zum Beispiel hier Beschreibungstexte hinzufügen oder Konflikte anderen Personen zuweisen, wenn sie gar nicht selber die Kollision lösen können, sondern das macht jemand anders. Sie können Berichte erstellen über dieses und jenes und so weiter. Das geht mir jetzt hier zu weit. Wie gesagt, das ist da etwas für die Navisworks Experten. Mir war es wichtig, Ihnen zu zeigen, wie Sie mithilfe von Navisworks Manage Bewährungskollisionen in Ihrem Revit-Modell aufspüren und beheben können. Ich hoffe, das hilft Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit weiter und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.